Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute machen wir mal was ganz Verrücktes. Heute malen wir mit Dosen. Es ist ein sehr abstraktes und wildes Bild. Ich denke aber, es macht euch Spaß, mal was Neues auszuprobieren. Und wir beginnen jetzt erstmal mit dem Material. Ihr braucht für das Bild weiße Acrylfarbe. Dann habe ich mir verschiedene Farben ein bisschen mit Wasser verdünnt und die in solche Becher gefüllt. Und dann brauchen wir natürlich Dosen in verschiedenen Größen. Die Größe der Leinwand, die spielt keine Rolle, da könnt ihr das nehmen, was ihr zu Hause habt. Es sollte aber eine neue Leinwand sein. Die weiße Acrylfarbe wird jetzt großzügig auf der Leinwand verteilt. Und ich beginne sofort mit der Farbe zu arbeiten, weil diese Untermalung noch feucht sein sollte. Also diese feuchte Farbe, die ich da jetzt mir angemischt habe, die tropfe ich auf die feuchte Farbe und ziehe dann mit der Dose Spuren in dieses feuchte Weiß hinein. Ihr solltet mit leichtem Druck diese Dose über die Leinwand schieben, so dass da verschiedene Spuren entstehen. Ihr könnt die Dose auch mal drehen. Ist ja eigentlich gut zu sehen, was ich hier mache. Dann nehme ich mir wieder die zweite Farbe, die ich mir ausgesucht habe, träufle die wieder auf die Leinwand und verfahre wieder im selben Prinzip. Zu den Farben möchte ich noch gerne sagen, das ist ja schon ein ziemlich wildes Bild, was wir hier machen. Von daher würde ich nicht zu viele verschiedene Farben wählen. Ich habe mich jetzt hier für die kalten Farben vom Farbkreis entschieden. Ihr könnt natürlich genauso gut warme Farben nehmen, aber bitte nicht zu kunterbunt werden. Jetzt mache ich das gleiche nochmal mit meinem dritten Blauton und anschließend kommt als Kontrast dann das Gelb noch dazu. Jetzt wende ich eine etwas andere Technik an. Ich drehe die Dose und verschiebe sie gleichzeitig. Dadurch bekomme ich so breite, runde, ja, Kreise. Die sehen so ein bisschen aus wie so kleine Tunnel oder Röhren. Die restliche Farbe, die jetzt noch in dem Becher ist, die verteile ich noch mit einem Pinsel spritzend auf der ganzen Oberfläche. Und wenn dann noch Farbe im Becher über ist, kann man sich die in so eine Dose legen. Da können wir dann nachher noch mit arbeiten. Hier jetzt mal eine Nahaufnahme von diesen vielen Spuren, die jetzt entstanden sind. Und hiernach beginnen wir nun wieder in dieses Bild etwas Ruhe, ja, hineinzubekommen, indem wir dann einige Stellen wieder übermalen.
Hier beginne ich jetzt zuerst mal meinen kleinen Röhren eine Innen- und eine Außenseite zu geben. Die Innenseite bekommt etwas mehr Schatten und die Außenseite wird etwas heller gestaltet. Für die Schatten trage ich die Farbe auf und verziehe die Farbe anschließend mit einem etwas feuchteren Pinsel, sodass der Schatten weich in dieser Röhre übergeht. Kann man hier eigentlich ganz gut erkennen, wie die Farbe immer flüssiger wird. Oder dann auch schon mal eine andere Farbe in die feuchte Farbe hineinarbeiten. Also das sollen keine toten Flächen geben, sondern auch diese Außen- oder Innenseite von den Röhren bekommt etwas Lebendigkeit. Hier beginne ich jetzt auch in die anderen Flächen etwas Ruhe reinzubringen, indem ich da Lasuren drüber lege. Wichtig ist aber, dass die Untermalung immer noch ein bisschen durchschimmert. Das kennt ihr ja auch schon aus meinen anderen Videos, dass ich immer sage, bitte keine toten Flächen malen. So, ich lasse das jetzt zunächst alles mal unkommentiert. Ich würde vorschlagen, ihr schaut mir weiter zu. Ich gestalte das jetzt also folgendermaßen, indem ich diese Ringe weiter ausarbeite und den Hintergrund auch gestalte. Ich werde im oberen Bereich heller bleiben und im unteren Bereich dunkler werden. Das Einzige, auf das ihr achten müsst, ist, dass ihr keine toten Flächen malt. Das bedeutet, dass die Untermalung immer noch durchscheinen sollte. Auf die dicken Farbkleckse male ich jetzt noch mit der Hand kleine Kringel. So sieht das Bild jetzt aus. Das ist noch nicht fertig. Was man jetzt entscheiden muss, ist, stellt man es so rum oder stellt man es vielleicht hochkant. Wichtig ist, dass es unten immer dunkler ist als oben. Also ich könnte es jetzt so rumstellen
oder so rumstellen und dass hier oben noch was auffällen, hier noch mal was mehr Dunkelheit machen. Euer Bild sieht sehr wahrscheinlich ganz anders aus als mein Bild. Das müsst ihr jetzt für euch entscheiden, wie ihr das jetzt weiter bearbeitet. Ich werde jetzt hier dran noch weiterarbeiten und da könnt ihr mir noch ein bisschen bei zugucken und zum Schluss werde ich das Bild dann noch mal im fertigen Zustand zeigen. Hier seht ihr jetzt noch mal eine Nahansicht von dem Bild. Man kann hier gut erkennen, dass die Untermalung immer noch durchscheint. Ich habe auch noch mal kleine runde Kreise aufgesetzt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Um meine Arbeit mit diesen Videos zu wertschätzen, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und ich freue mich natürlich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen.